Unsere Reise nach Gambia. Familientreffen in Afrika. Jonas haben wir schon in Frankfurt getroffen und Mama und Papa haben uns mit dem Taxi am Flughafen in Banjul abgeholt. Damit war unser Reisetrupp komplett. Auf der Fahrt zum Hotel bekamen wir einen ersten Eindruck von Gambia. Volle Straßen und viele Menschen. Spannend war vor allem das Geldwechseln, das wir direkt aus dem Auto heraus gemacht haben. Denn so bekommt man hier einen besseren Kurs als beim Abheben direkt am Bankautomaten. Müde angekommen haben wir den ersten Abend im Hotel verbracht und waren froh, schlafen zu können, um am nächsten Tag frisch und munter ins Land zu starten. Zuerst haben wir uns an die Temperatur gewöhnt. Strand und Pool haben uns das ganz einfach gemacht. Am zweiten Abend war das Afrika-Cup-Finale. Ägypten gegen das Nachbarland Senegal. Wir haben den Senegal-Sieg im Hotel bei einer Runde Karaoke gefeiert. Was für ein gelungener Abend. Am nächsten Morgen stand ein Ortswechsel an. Mit entspannter Musik und guter Laune ging es los Richtung Gunjur. Vorbei an glücklichen Senegalesen, die noch den Afrika-Cup-Sieg feierten. Kurze Zeit später übertönt jedoch ein anderes Geräusch die Musik. Mit dem kaputten Reifen können wir unmöglich weiterfahren. Zum Glück sind die Menschen in Gambia hilfsbereit und es sind direkt 2 Männer da, die uns helfen, den Reifen abzumontieren. Da der Ersatzreifen ungünstigerweise auch platt ist, schwingt sich Musa auf ein Fahrrad und fährt in die nächste Stadt. Für uns heißt es also erstmal warten. Nach einer halben Stunde kamen auch die feiernden Senegalesen noch einmal vorbeigefahren. Eine weitere Stunde später kam unser Held mit dem Reifen zurück. Und damit meine ich nicht nur Musa. Den Reifen wieder angeschraubt, können wir dann endlich die Fahrt fortsetzen und sind glücklich über den freundlichen Empfang im Gunjur Project. Hier in der Gegend war es weit weniger touristisch. Durch die Einheimischen, die in der Lodge arbeiten, hatten wir trotzdem die Chance, Einblicke ins lokale Leben zu bekommen. Omar führte uns durch ein Fischerdorf nebenan, in welchem hauptsächlich Senegalesen arbeiten. Hier werden die Fische im Meer gefangen und danach durch Räuchern und Salzen konserviert und im ganzen Land verkauft.
Am Strand entlang, vorbei an der Moschee, haben wir unseren Spaziergang fortgesetzt. Nachdem wir in der Neemazu Lodge pausiert hatten, ging der Rückweg durchs Dorf. Und nach einer kurzen Kaffeepause und einer Trommelsession mit Butch hatten wir am Abend noch die Möglichkeit, der Journey Band zu lauschen. Wie könnte man besser in einen Tag starten, als mit einem entspannten Lauf am Strand bei Sonnenaufgang mit Jenny und Mamadou. Danach haben wir eine Führung mit Salomon durch den Wald gemacht, um die gambische Flora und Fauna zu erforschen. Und in Pflanzen wird viel medizinisch verwendet oder auch gegessen, wie zum Beispiel der Baobab oder auch Affenbrotbaum, dessen Früchte in Deutschland als Superfood gelten. Danach konnten wir verschiedenste Vögel beobachten. Am Ende hatten wir sogar noch das Glück, eins der eigentlich sehr scheuen Krokodile zu sehen. Am nächsten Morgen wollten wir eigentlich ein Video drehen, wie man eine Bibliothek nutzen kann. Da aber mal wieder Stromausfall war, nutzten wir die geschenkte Zeit und spielten mit Hadi, Adami und Charlie Fußball. Danach klappt es sogar noch besser mit dem Videodreh. Am Nachmittag schaute eine Schulklasse in der Lodge vorbei und inspizierte den Pool, da sie gerade das Thema Wasser durchnehmen. Wir sind am Abend noch an die Grenze zum Senegal gefahren. In Karton, einem Fischerdorf, haben wir eine Bootstour gemacht. Vorbei an verschiedenen Vögeln und der Pelikaninsel, an welche wir sogar unglaubliche 2 Pelikane sehen konnten. Am Rand des Flusses an den Mangroven sammeln sich Austern an, welche geerntet und verkauft werden. Das Innere wird gegessen und sogar die Schale wird für verschiedene Zwecke wie Betonherstellung weiterverwendet. Bei einem kühlen Getränk konnten wir noch das Treiben an der Grenzfähre zwischen Gambia und Senegal beobachten.
einer Morgenrunde laufen hieß es für uns am nächsten Morgen, die Nursery School Mariama May zu besuchen. Hier hatten wir den Auftrag, ein Video für Sponsoren und Freiwillige zu filmen, welche im Sommer nach Gambia kommen werden. Die Kinder waren am Anfang ein wenig schüchtern, dann aber recht schnell sehr offen. Beim Gehen haben wir noch einem Auto geholfen, das stecken geblieben ist. Da haben alle fleißig mit eingepackt. Den Abend haben wir am Strand verbracht. Begleitet hat uns Mia, eine Volontärin aus Deutschland, die wir am Tag zuvor kennengelernt haben. Am Tag drauf sind wir nach Brikama, der zweitgrößten Stadt Gambias, gefahren. Hier gibt es einige recht große Märkte. Zuerst waren wir auf dem Craft Market, auf dem man handwerkliche Arbeiten kaufen kann. Hauptsächlich Dinge aus Holz und vereinzelt Klamotten. Danach sind wir auf den normalen Markt, auf dem auch die gambischen Menschen einkaufen gehen. Hier gibt es wirklich alles. Von Lebensmitteln über Klamotten, Haushaltswaren, aber auch Stoffe. Jonas und ich haben uns einen Stoff gekauft, der uns sehr gut gefallen hat. Diesen haben wir auf dem Heimweg bei Yusuf vorbeigebracht, einem Schneider aus Gunjur. Der war so schnell, dass wir noch am gleichen Abend 2 Hemden bei ihm abholen konnten. Wir waren alle 3 sehr glücklich mit dem Ergebnis. Am Abend gab es dann wieder Live-Musik, diesmal von der Banana Band, einer Familienband aus Tangi. An unserem letzten Tag im Gunjur Project haben Anna und ich einen Kochkurs gemacht. Angeleitet von Siri und Fatu haben wir Domada gekocht. Ein Reisgericht mit Erdnusssoße. Wir haben es ganz klassisch wie in einem gambischen Compound über dem offenen Feuer gekocht. Es war super lecker. Den Rest des Tages haben wir am Pool verbracht und sind abends noch auf ein kulturelles Festival in der Nähe gefahren. Dort liefen klassisch Afrobeats und anschließend ist eine senegalesische Tanz- und Trommelgruppe aufgetreten. Den letzten Abend haben wir dann ganz gemütlich ausklingen lassen, mit einer Jam-Session in der Gunjur Lodge mit Butch. Dann hieß es Abschied nehmen von der wirklich schönen Zeit in der Gunjur Lodge und auf ins nächste Abenteuer. Nachdem sich Musa bei der Hinfahrt so viel Mühe bei der Reparatur des Reifens gegeben hat, haben wir ihn nochmal angefragt, ob er uns zur nächsten Unterkunft bringen kann. Doch wie es dann immer so ist, diesmal hat seine Kupplung versagt, sodass wir nach der halben Strecke nicht weiterfahren konnten. Und die ließ sich nicht so schnell reparieren. Da es in der Gegend keine Taxen gibt, blieb uns zumindest die Möglichkeit, hinten auf einem Laster mitzufahren, der die gleiche Straße entlang musste wie wir.
Auch wenn es recht aufregend war, wir sind heil in Bintang Bilong angekommen, einem kleinen Ort an einem Nebenfluss des Gambia Rivers. Die Lodge lag direkt über dem Fluss und man hatte eine tolle Aussicht. Ein paar andere Gäste haben direkt vom Steg aus geangelt. Am nächsten Tag haben wir eine Tour durch das Dorf gemacht und mit Lamin eine Führung durch die Gegend. Lamin erklärt uns, warum die Mangroven, von denen man massig kleine Nachwachsende sehen kann, sehr wichtig für die Gegend sind. Hier sieht man die Frucht der Ölpalme. Aus dieser wird Öl gewonnen und auch die Beeren können gegessen werden. Auch hier konnten wir wieder viele neue Vögel entdecken. Darf ich vorstellen? Mein Favorit, der Pied Kingfisher. Am Ende unserer Führung kamen wir in einem Women's Garden vorbei. Einen solchen gibt es in jedem Dorf. Hier bauen die Frauen Gemüse für ihre Familien an und manches wird auf dem Markt verkauft. Am nächsten Tag hat uns Pineapple, der Fahrer, der uns schon vom Flughafen ins Hotel gebracht hat, in Bintang Bilong abgeholt. Die letzten Tage haben wir dann in der touristischen Region verbracht. Hier hatten wir eine wunderschöne Unterkunft, in welcher wir vor unserer Hütte sogar von einem Pfau persönlich begrüßt wurden. Nach einer Abkühlung im Pool haben wir uns zum Abendessen mit Nicole getroffen, die für die Organisation We Are One in Gambia vor Ort ist. Sie hat uns dann auch Ian und Minster vorgestellt. Die vielen Tiere, die im Hotel leben, wurden jeden Morgen gefüttert. Anschließend sind wir mit Pineapple zur Abbas Maneh Memorial Academy gefahren. Natürlich nicht ohne Herausforderungen am Auto. Hier haben wir uns mit Nicole getroffen. Schülerinnen und Schüler haben eine kulturelle Show einstudiert, welche wir filmen wollen, für eine Crowdfunding-Aktion zur Verbesserung der sanitären Anlagen und Reparatur des Dachs der Schule. Die Kinder haben sich richtig viel ausgedacht gehabt. Es ging los mit Tanz und Gesang. Anschließend folgte auch noch ein Theaterstück. Das war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Am nächsten Tag stand für uns der PCR-Test an, dass wir wieder in Deutschland einreisen dürfen.
Der gefühlt einzige Ort, an welchem man in Gambia an Corona erinnert wird. Anschließend fahren Jonas und ich mit Nicole zu Ian, wo wir aus dem gefilmten Material der Schulaufführung einen Spendenaufruf zusammenschneiden. Später kommt Papa auch noch zu einer Jam-Session nach. Als wir am Abend vom Essen zurück in die Unterkunft laufen, hören wir laute Trommeln und zu unserem Überraschen treffen wir auf die Journey Band, die wir in der Woche zuvor schon in der Gunja Lodge kennengelernt haben. So schließt sich wieder ein Kreis. Am letzten Morgen wollten wir nochmal laufen gehen. Anschließend bot sich uns ein Theater der Tierwelt zum Frühstück. Die Pfauen hatten eine Mülltüte aufgeknabbert und die Raben waren neidisch und am Ende sogar ein wenig provokant. Danach haben wir einen letzten gemeinsamen Kaffee getrunken. Es hieß, die letzten Momente Gambia genießen, bevor es für Jonas, Anna und mich zurück zum Flughafen und dann nach Deutschland geht.